Hallo zusammen und willkommen zurück auf meinem Kanal Diploin. In diesem Video zeige ich euch Schritt für Schritt, wie ihr Image, eine selbst gehostete Foto- und Videoplattform, auf eurem Server einrichtet. Heute werden wir dabei folgende Themen behandeln. Wir schauen uns an, wie wir uns mit unserem Server verbinden, darauf Docker und Docker Compose installieren, wie wir einen Reverse Proxy einsetzen, dann werden wir Image herunterladen und starten, wir werden Backups einrichten und wir werden uns auch noch anschauen, wie man Image updaten kann. Am Ende dieses Videos habt ihr dann eine voll funktionsfähige Image-Installation, die eure Fotos und Videos zuverlässig verwalten sollte. Das erste, was ich brauche, ist ein Server. Jetzt in diesem Video möchte ich dafür Hetzner benutzen. Und auf Hetzner kann man sich verschiedene VPS stundenweise mieten. Ihr solltet für Image ungefähr 4 GB RAM einplanen, 6 GB werden empfohlen. Sicherlich kommt man auch irgendwie mit 2 GB aus. Hängt halt davon ab, wie stark euer Image belastet wird. Also wie viele Leute sich anmelden, wie viele Bilder hochgeladen werden, wie viele Prozesse darauf gleichzeitig laufen sollen. Wichtig ist natürlich auch, wie viel Speicherplatz ihr auf dem Server für eure Bilder und Videos zur Verfügung habt. Falls ihr kein Online-VPS nutzen möchtet, könnt ihr die gleichen Schritte im Prinzip auch auf eurem Home-Server oder auf ähnlichen Geräten anwenden. Das, was ich jetzt hier mache, ist mich anzumelden. Wenn ihr meinen Weiterempfehlungslink in der Beschreibung nutzt, startet ihr mit einem Guthaben von 10 €, mit dem ihr das testen könnt. So bekomme ich auch eine Provision, aber dieses Video ist nicht von Hetzner gesponsert. Ich logge mich ein. Hier im User Interface kann ich mir Projekte und Server erstellen. Ich drücke in meinem Standardprojekt auf Server erstellen und kann mir jetzt hier verschiedene Dinge auswählen. Ich wähle aus, dass mein Server sich in Deutschland befinden soll und als Betriebssystem nutze ich Ubuntu 24.04. Ich könnte auch die anderen Images benutzen oder hier gibt es auch vorgefertigte Apps, die man sich installieren könnte. Zum Beispiel könnte man hier sich gleich Docker als Image installieren. Möchte ich nicht. Ich möchte ein reines Ubuntu 24.04 haben. Als CPU möchte ich eine x86 CPU haben, weil ich bei ARM64 nicht weiß, ob die Docker-Images wirklich auch da drauf laufen. Ich nehme eine 86 CPU und wähle hier den Server meiner Wahl aus. Für dieses Video nutze ich den CX32 Server mit 4 Intel-Kernen, 8 GB RAM. Das sollte als Leistung völlig ausreichend sein, um Image zu betreiben. Ich wähle aus, dass ich eine öffentliche IPv4-Adresse haben möchte. Dadurch steigt der Preis von 7,50 € auf 8,09 € im Monat. Den Rest lasse ich unausgewählt, brauche ich alles nicht. Und ich könnte dem Server jetzt noch irgendeinen Namen geben. Jetzt drücke ich auf kostenpflichtig erstellen und mein Server wurde erstellt. Ich habe jetzt hier eine öffentliche IP-Adresse und diese öffentliche IP-Adresse muss ich mit meiner Domain verbinden. Ich kopiere mir die IP-Adresse und gehe zum Anbieter meiner Domain. Dafür nutze ich Netcup. Hier bei Netcup könnt ihr euch Domains mieten. Die DE-Domains kosten 42 Cent pro Monat. Manchmal gibt es hier auch Angebote, dass die günstiger werden. Ihr könnt auch hier bei Netcup euch Server bestellen, falls euch das lieber ist. Hier hat man auch ein bisschen mehr Speicherplatz zur Verfügung. Ich melde mich bei Netcup an. So, jetzt bin ich in meinem Netcup Dashboard und gehe auf Domains. Und die Domain, die ich jetzt für dieses Video nutzen möchte, ist pixam.de. Deshalb gehe ich bei pixam.de in die DNS-Einstellung. Und was ich hier jetzt ändere, ist die Destination. Da möchte ich den neu erstellten Server von Hetzner eintragen. Sowohl bei dem A-Eintrag unter Stern, der steht für alle Domains, also alle Subdomains, und bei dem Root-Verzeichnis. Also pixam.de soll auf den Server zeigen und image.pixam.de soll auch auf den Server zeigen. Alle anderen Einstellungen lasse ich so, wie sie sind. Insbesondere sollte ich das dann so lassen, wenn ich mir nicht nur eine Domain geholt habe, sondern in meinem Fall, ich habe jetzt hier bei Netcup, habe ich hier einen Webhosting-Tarif genommen. Da hat man DE-Domains
zusätzlich zu einem E-Mail-Postfach. Das heißt, wenn ich mir jetzt hier so einen Tarif hole, dann kann ich mir hier mit auch E-Mail-Adressen einrichten. Dementsprechend lasse ich alle anderen Einstellungen so wie sie sind und drücke hier unten auf Save DNS Records. Das Ganze bestätige ich und jetzt kann ich auch Netcap schließen. Was ich jetzt als nächstes machen muss, ist zu warten, bis meine IP-Adresse wirklich auf den Server zeigt. Das heißt, wenn ich jetzt ein Terminal öffne, kann ich eine Domain anpingen, indem ich eingebe ping und dann eine Domain, also in meinem Fall pixam.de, und ich sehe hier, dass die Antwort von der IP-Adresse kommt, die nicht dieser IP-Adresse entspricht. Falls ihr hier eine IP-Adresse seht, die irgendwie nicht dem IPv4-Format entspricht, könnt ihr das Ganze auch mit einer -4 nochmal anpingen. So, das erste, was ich machen muss, ist, mich mit meinem Server zu verbinden. Dazu kann ich jedes Programm nutzen. Ich nutze jetzt hier wieder VS Code und drücke in VS Code auf Remote Fenster öffnen und aktuelles Fenster mit Host verbinden. Jetzt kann ich eingeben root, meinen Benutzernamen, add und dann die IP-Adresse des Servers. Und dann wird nach einem Kennwort für meinen Benutzer gefragt. Das bekommt man per E-Mail zugesandt. Füge ich hier ein. Und ich bekomme einen Fehler, dass keine Verbindung mit meinem Server hergestellt wurde. Und in der Ausgabe sehe ich, dass das Passwort geändert werden sollte, aber ein TTY nicht available war. Also hat es nicht funktioniert. Ich schließe den Remote an dieser Stelle und öffne das Windows Terminal mit PowerShell und versuche es darüber nochmal. Hier mache ich genau das gleiche. Ich gebe ein SSH root add die IP-Adresse des Servers und muss jetzt an dieser Stelle auch mein Passwort eingeben. Und hier steht jetzt, dass ich mein Passwort sofort ändern muss. Jetzt hier bin ich mit meinem Server verbunden und was ich machen möchte, ist einen Benutzer für mich zu erstellen. Weil ich möchte ungern root die ganze Zeit benutzen, das ist ein bisschen gefährlich. Ich gebe dafür ein den Befehl add user und dann irgendeinen Benutzernamen. Ich nenne meinen Benutzer deployen und jetzt sehe ich, es wurde der Benutzer deployen erstellt und er hat auch eine Home Directory unter Home deployen. Und jetzt muss ich dem auch noch ein Passwort vergeben. Jetzt kann ich hier noch weitere Informationen eingeben, die brauche ich alle nicht. Die Informationen sind korrekt und jetzt habe ich den Benutzer erstellt. Was ich jetzt noch machen muss, ist diesen Benutzer in die Gruppe sudo reinschieben, damit er auch sudo-Befehle ausführen kann. Dazu gebe ich ein user-mode -a großes G. Und dann die Gruppe, die ich haben möchte, also sudo und den Benutzernamen. Also in meinem Fall deployen. Und jetzt kann ich gucken mit dem Befehl groups und dann den Benutzernamen deployen. Sehe ich, deployen ist in den Gruppen deployen, in der Gruppe sudo und in der Gruppe users. An dieser Stelle muss ich als root gar nichts mehr machen. Das heißt, hier kann ich die Verbindung beenden. Ich gebe exit ein und schließe das Fenster. Jetzt, da ich einen neuen Benutzer habe, versuche ich eine Verbindung über VS Code herzustellen. Ich drücke nochmal auf diesen Button, drücke aktuelles Fenster mit Host verbinden und gebe hier ein, diesmal deployen add und die IP-Adresse. Jetzt muss ich mein Passwort eingeben. Und jetzt kann ich einen Ordner öffnen, und zwar meinen Home-Ordner unter Home deployen. Muss ich nochmal mein Passwort eingeben. Jetzt bin ich mit dem Server verbunden und kann über das Terminal an den Server Befehle senden. Also wenn ich jetzt eingebe sudo apt update,
Dann kann ich, wenn ich mein Passwort wieder eingebe, kann ich meine Pakete auf dem Server aktualisieren und sie dann auch installieren mit sudo apt upgrade. So stellen wir sicher, dass unser System auf dem neuesten Stand ist. Was ich als nächstes brauche, ist Docker und Docker Compose. Dafür suche ich nach Docker und gehe in die Dokumentation. Und hier sehe ich unter den Anleitungen, wie man Docker installieren kann. Und zwar wollen wir nicht Docker Desktop installieren. Das ist nicht zu verwechseln mit der Docker Engine. Wir wollen die Docker Engine installieren. Und zwar habe ich jetzt einen Ubuntu-Server. Und hier möchte ich die apt-Methode nutzen. Ich kopiere mir diesen Codeblock, füge ihn ein und führe ihn aus. Dadurch werden ein paar andere Paketlisten hinzugefügt und die Pakete werden wieder aktualisiert. Und danach führe ich diesen Befehl aus, der installiert dann die nötigen Pakete, wenn ich hier mit Y bestätige. Docker sollte jetzt installiert sein. Ich kann das prüfen, indem ich eingebe Docker und dann -- Version. Dann sehe ich, dass Version 27.5.1 von der Docker Engine bei mir installiert ist. Und wenn ich Docker Compose Version eingebe, dann sehe ich, dass Docker Compose in der Version 2.32.4 auf meinem Server installiert ist. Damit habe ich schon alles für die Docker-Installation erledigt und meine Vorbereitung ist quasi abgeschlossen. Als nächstes brauchen wir einen Reverse Proxy, damit wir Image unter unserer eigenen Domain benutzen können. Ihr könnt jeden Reverse Proxy benutzen. Ich verlinke auch nochmal auf mein anderes Video, wo ich ein paar Reverse Proxys vorgestellt habe. In diesem Video möchte ich jetzt Caddy nutzen, weil Caddy bietet eine sehr einfache Konfiguration. Und was ich als erstes brauche, ist ein Netzwerk in Docker. Dazu gebe ich ein sudo docker network und dann gebe ich einen Namen für das Netzwerk ein. Ich nenne das Ganze jetzt Proxy. Das hat nicht geklappt, weil mir der Befehl create gefehlt hat. Also sudo docker network create und dann Proxy. So, jetzt habe ich ein Proxy-Netzwerk erstellt. Ich kann das Ganze auch nachgucken, indem ich bei Network ls eingebe. Ich habe 4 Netzwerke in Docker. Als nächstes brauche ich die Verzeichnisse für Caddy. Dazu erstelle ich einen Caddy-Ordner mit den Unterordnern Data und Let's Encrypt. Hier sehe ich, dass der Ordner erstellt wurde. Mit den 2 Unterordnern Data und Let's Encrypt. Außerdem, was ich auch noch haben möchte, ist eine Caddy-File und eine Docker Compose YAML. Als nächstes gehe ich in die Docker Compose YAML rein und kann hier beschreiben, was ich machen möchte, um Caddy auszuführen. Ich kann auch im Docker Hub nach Caddy suchen. Hier findet ihr auch deutlich mehr Informationen darüber, was für Möglichkeiten man hat. Ich starte meine Docker Compose YAML, indem ich meine Netzwerke definiere. Ich habe ein Proxy-Netzwerk und es ist ein externes Netzwerk. Und dann definiere ich die Services, wobei es jetzt in diesem Fall nur ein einziger Service ist, und zwar Caddy. Und hier brauche ich ein Image. Und zwar nutze ich das Image Caddy und dann sehe ich hier bei Docker Hub, was für Tags mir zur Verfügung stehen. Also ich könnte jetzt hier eingeben Caddy 2.9.1 und dann würde ich Caddy 2.9.1 benutzen oder auch 2.9.1 Builder oder all die anderen Tags, die wir hier finden können. Was ich machen möchte, ist hier den Tag 2 einzugeben.
der steht mir hier auch zur Verfügung. Also mit der Version 2 bekomme ich auch 2.9.1 jetzt in diesem Fall. Aber wenn es zu einem späteren Zeitpunkt 2.10 geben sollte und ich das Image neu pulle, dann würde ich auch 2.10 herunterladen. Ich lasse es jetzt bei einer 2 und gebe dem Container den Namen Caddy und sage, er soll immer wieder gestartet werden, außer ich stoppe ihn. Dann möchte ich auch noch 2 Ports freigeben, und zwar den Port 80 und den Port 443, und den binde ich auch an den Container. Falls ihr bereits andere Dienste habt, die auf diesen Ports bereitstehen, dann müsst ihr irgendwie umschichten. Das heißt, im besten Fall stoppt ihr die anderen Dienste auf dem Port 80 und 443, oder es läuft da bereits ein Proxy-Server, dann solltet ihr einen Proxy-Server für alle Anwendungen benutzen. Jetzt, was ich auch noch brauche, sind Volumes. Und zwar möchte ich einmal in meinen Data-Ordner die Daten aus dem Pfad Data aus dem Container speichern. Unter Config möchte ich die Config speichern. Und das Caddy-File soll in den Container gelegt werden, in dem Pfad etc Caddy-File, und zwar als Read-Only. Als letztes definiere ich dann noch die Netzwerke, und zwar möchte ich, dass das Netzwerk Proxy benutzt wird. Das Ganze speichere ich. Jetzt gehe ich in die Caddy-File und gebe hier ein meine Domain, die ich für Image benutzen möchte, und da gebe ich ein, das ist ein Reverse Proxy zum Container Image mit dem Port 2283 geben soll. Den müssen wir später auch noch einrichten. So, ich speichere jetzt das nochmal. Ich pinge diese Domain an und schaue, ob mir die IP-Adresse des Servers wiedergegeben wird. Ja, jetzt an dieser Stelle passiert es tatsächlich. Ich sehe hier, dass mir die IP-Adresse des Servers zurückgegeben wird, wenn ich die Domain anpinge. Das heißt, ich kann mit der Installation fortfahren. Wenn ich hier nichts weiter spezifiziere, wird das SSL-Zertifikat entweder von ZeroSSL oder Let's Encrypt gezogen. Man kann das Ganze auch spezifizieren. Das will ich an dieser Stelle nicht machen. Der nächste Schritt und der Hauptteil des Ganzen hier ist Image zu installieren. Dazu brauche ich einen Ordner für Image mit den Unterordnern DB und Data. Und jetzt möchte ich auch hier eine Docker Compose YAML. Jetzt gehe ich in diese Docker Compose YAML und fülle sie aus. Ich definiere erstmal die Netzwerke. Ich brauche diesmal ein internes Netzwerk, damit die einzelnen Dienste in dieser Docker Compose YAML miteinander kommunizieren können. Es ist kein externes Netzwerk. Und ich habe mein Proxy-Netzwerk. Dabei handelt es sich um das externe Netzwerk. So, jetzt suche ich hier nach Image. Hier ist die Dokumentation und ich kann mir in GitHub unter Docker und Docker Compose YAML angucken, wie ich das Ganze installieren kann. Ich mache das ein bisschen auf meine Art und Weise. Ich definiere die Services. Was am einfachsten hier zu konfigurieren ist, ist hier dieser Redis-Server. Ich kopiere mir den mal hier raus. Und was mir jetzt noch fehlt, ist, dass es im internen Netzwerk drin steckt. Und hier beim Image von Redis ich nehme jetzt hier in diesem Fall die Version 7 Alpine und der Container soll starten, bis ich ihn gestoppt habe und habe Redis eingerichtet. Dann brauche ich eine Datenbank, die nenne ich jetzt mal bei mir DB. Als Containernamen lege ich
Image DB fest. Als Image wird hier Tensor Cord PG Vector benutzt. Ich suche mal hier danach Tensor Cord PG Vector. Das ist eine Vektordatenbank, die auf Postgres beruht. Und hier habe ich auch verschiedene Tags zur Verfügung. Okay, wenn ich hier eingeben würde 0.4, 0.5, okay, 0.5 gibt es noch nicht. Hier gibt es 0.4 und zwar einmal auf Postgres 15, also hier gibt es das auch als rootless, Postgres 17 mit Version 0.4, Postgres 14, 16 und so weiter. Ich nehme jetzt mal an dieser Stelle diese Version, die auf Postgres 17 beruht, mit der Version 0.4.0 von Tensor Cord PG Vector LS und gebe es hier ein. Jetzt lege ich fest, dass auch dieser Container immer wieder gestartet werden soll, außer ich stoppe ihn und ich möchte ihn ins interne Netzwerk packen. Und diesmal brauche ich persistente Daten. Und zwar habe ich dafür den DB-Ordner angelegt. Und in diesen DB-Ordner soll das gespeichert werden, was ich im Container unter var lib PostgreSQL Data befindet. Also das steht auch hier. Jetzt kopiere ich mir hier diese Umgebungsvariablen und die Umgebungsvariablen, die passe ich hier gleich an als Postgres Passwort, User und DB kann ich image eingeben. Ich kann hier auch am Passwort irgendwas ändern und eingeben image Passwort. Es kann nicht schaden, hier irgendwas Sicheres einzugeben. Jetzt speichere ich das nochmal ab. Jetzt habe ich hier diese Postgres-Datenbank. So, als nächstes muss ich den Image-Container definieren. Also ich gebe mal hier ein Image und ich benenne den Container Image. Das ist jetzt hier im Übrigen wichtig, weil ich habe hier in dem Caddy-File hier Image festgelegt. Das heißt, wenn ihr jetzt an dieser Stelle den Container irgendwie anders anfangt zu benennen, dann müsst ihr auch in dem Caddy-File das Reverse Proxy anpassen. Als Image benutzen wir diesen Part. Und jetzt hätten wir die Möglichkeit, Latest hier einzugeben, um immer die neueste Version zu haben. Davon rate ich ab, weil Image immer wieder Updates hat, die nicht kompatibel sind zur vorherigen Konfiguration und man ab und zu was ändern muss. Also mit der Zeit ist es deutlich weniger geworden, aber ich würde trotzdem eine Version festlegen, um nicht vor irgendwas überrascht zu werden. Ich sehe hier als Package den Image-Server und habe hier verschiedene Tags und ich kann mir hier auch andere Tags angucken. Und der Release ist gerade auf Version 1.125.3 und unter Releases könnt ihr euch auch angucken, was sich an der neuen Version geändert hat, oder zumindest hier ist immer eine Kurzzusammenfassung und manchmal seht ihr auch wichtige Änderungen oder Breaking Changes. Hier müsst ihr schauen, ob euch das irgendwie betrifft und gegebenenfalls die Konfiguration anpassen. Das heißt, ich benutze jetzt mal die Version 1.125.1, um euch dann zu zeigen, wie ich das Ganze auf 1.125.3 updaten kann. Theoretisch kann ich hier auch gleich 2 benutzen. Und das speichere ich ab. Hier lege ich wieder fest,
Der Container soll immer wieder starten, außer er wird gestoppt. Jetzt lege ich auch noch fest, dass dieser Container abhängig ist vom DB-Container und vom Redis-Container. Und ich muss ihn in beide Netzwerke packen. Ja, damit kann sowohl Caddy diesen Container erreichen, aber dieser Container kann auch mit den anderen Containern kommunizieren. Ich gehe hier wieder zurück zur Docker Compose YAML. Hier brauche ich noch den Health Check auf False und dann, also hier wird noch eine Upload Location festgelegt. Die ist wichtig. Dazu habe ich den Data Ordner erstellt. Also packe ich hier das, was im Data Ordner ist, soll in User, hier, ich kopiere mir diesen Pfad. Jetzt habe ich das Ganze hier falsch benannt. Das ist gar nicht Environment, sondern Volumes. Und jetzt brauche ich aber noch einen Environment Block. Und ich habe die Möglichkeiten. Ich gehe mal hier zur Dokumentation von Image. Hier kann ich mir angucken unter Install Environment Variables, was es für Variablen gibt, die ich hier festlegen kann. Also was ich haben möchte, ist einmal TZ, also als Timezone. Und die Timezone ist in meinem Fall Europe Berlin. Dann kann ich hier zum Beispiel auch noch festlegen, wie der Log-Level sein soll. Oder hier, das sollte ich nicht unbedingt anpassen. Hier könnte ich noch CPU-Kerne und so weiter festlegen. Was ich aber definitiv benötige, damit das Ganze startet, sind hier die Angaben zur Datenbank. Und zwar brauche ich hier den DB Hostname und der DB Hostname ist in meinem Fall hier DB. Dann brauche ich den DB Username und der DB Username ist in meinem Fall den ich hier festlege. Also hier ist es bei mir Image, den DB-Port brauche ich nicht, den lasse ich standardmäßig dort, wo er ist. Und das DB-Passwort brauche ich natürlich. Und jetzt kann ich auch noch die DB-Database-Name festlegen. Muss ich aber nicht, weil ich eigentlich standardmäßig sowieso hier oben Image festgelegt habe. Was ich dann noch als letzten Container festlegen möchte, ist Image Machine Learning. Das seht ihr hier im Docker-Ordner, in der Docker Compose. Hier Image Machine Learning möchte ich benutzen. Und es soll den Containernamen Image Machine Learning haben. Mit dem Image. Nee, das möchte ich nicht. Ich gehe mal hier rein. Hier mit diesem Image. Hier wird Latest verwendet, aber ich möchte nicht Latest benutzen, sondern ich möchte hier den gleichen Tag wie oben haben. Es soll starten, bis ich ihn stoppe, und auch dieser Container ist abhängig von den Containern DB und Redis. Ich brauche ein internes Netzwerk. Ich kopiere mir hier diese Umgebungsvariablen runter. Ich kopiere mir den Health Check runter. Die haben hier noch ein Volume. Das legen wir auch fest. Und zwar möchte ich hier tatsächlich Model Cache benutzen. Diesmal ist es kein Bind Mount, sondern wirklich ein Docker Volume. Ich muss auch mein Volume definieren. Dazu gehe ich wieder hier hoch und füge hier Volumes ein. Und zwar das Volume Model Cache. Ich könnte das Ganze auch ganz nach unten packen. Also die Reihenfolge macht hier keinen Unterschied. Ich speichere jetzt die Docker Compose YAML ab und gucke noch, ob ich irgendwas offensichtlich vergessen habe. Also was wichtig ist, ist, dass hier bei jedem Container das Netzwerk Internal dabei ist. Ich kann jetzt versuchen, den Container zu starten. Dazu gebe ich ein sudo docker compose -f für den Pfad. Jetzt gebe ich an, wo sich meine Docker Compose YAML befindet. Und zwar unter
Image Docker Compose YAML und dann ab -d. Jetzt brauche ich wieder mein Passwort. Jetzt werden die Images heruntergeladen, aber irgendwie wurde das abgebrochen. Ich versuche es nochmal. Es wurde wieder abgebrochen, weil ich hier diesen Pfad vergessen habe. Den füge ich noch hinzu. Speichere die Docker Compose YAML ab und versuche das Ganze nochmal. Diesmal scheint der Download der Container zu funktionieren. Die Images sind heruntergeladen und die Container sind gestartet. Ich kann im Übrigen auch, wenn ich eingebe df-h, mir angucken, wie der Speicherverbrauch ist. Ich habe hier einen Server mit 75 GB Speicher auf der Hauptpartition und davon sind jetzt 6 GB belegt, ohne dass ich meine Bilder hochgeladen habe. Was ich jetzt machen sollte ist, wenn ich hier statt ab -d kann ich auch Logs eingeben, um mir den Log der Container anzugucken. Und ich sehe hier, dass mir Image einen Fehler zurückgibt, und zwar weil pgvector rs läuft in der Version 0.4.0, aber Image nur welche supportet, die größer als 0,2 oder gleich 0,2 oder kleiner als 0,4 sind. Das heißt, ich sollte ein anderes Image bei meiner Datenbank benutzen. Dafür stoppe ich nochmal die Container und gebe hier statt pg17040 gebe ich 030 ein. Bin mir aber gerade nicht sicher, ob der existiert. Deshalb gucke ich hier nochmal unter den Tags. Ich filter nach 0.3. Und ich sehe, dass es den überhaupt nicht gibt, sondern bei 0.3.0 ist die höchste Postgres-Version, die uns zur Verfügung steht, Postgres 16. Das heißt, ich ändere das jetzt hier an dieser Stelle zu Postgres 16 und starte den Container nochmal neu. Jetzt wird das neue Image heruntergeladen. Jetzt schaue ich mir nochmal die Logs an. Diesmal scheint alles okay zu sein, was mich tatsächlich ein bisschen wundert. Also ich habe eigentlich erwartet, dass wenn ich hier Postgres 17 zur Postgres 16 verändere und schon irgendwas in meinen Databank-Ordner geschrieben wurde, dass es nicht möglich ist, die Version von 17 zu 16 zu ändern. Falls ihr auf dieses Problem stoßen solltet, dann müsst ihr den DB-Ordner noch einmal löschen, dann noch einmal neu erstellen und dann könnt ihr den Container neu starten. Also damit ihr mit einem wirklich leeren Datenbankordner anfangt. Bei der Datenbank sollte man auch immer aufpassen, dass man hier nicht einfach leichtsinnig die Tags ändert. Vorher am besten immer ein Backup machen. So, jetzt scheint der Container gestartet zu sein. Also ich kann mir auch hier, wenn ich bei Logs, kann ich auch dahinter noch einen spezifischen Container eingeben. Also zum Beispiel Image. Dann sehe ich nur den Log von Image und nicht von all den anderen. Die Sache ist, ich kann meinen Container nicht erreichen, weil ich habe hier keinen Port freigegeben in Image. Und das ist auch richtig so. Was ich jetzt mache, ist ja hier in Caddy das Ganze freizugeben. Das heißt, die Anfrage kommt bei 443 an und wird dann weitergeleitet an den Container Image und an den Port 2283. Dafür muss ich jetzt Caddy starten. Ich mache hier wieder das gleiche, nur dass ich hier den Pfad ändere von Image auf Caddy. Jetzt wird Caddy heruntergeladen und Caddy wurde gestartet. Ich kann hier auch in die Logs reingucken und schauen, ob ich jetzt schon irgendwas sehe, wo irgendwie ein Fehler kommt. Hier sehe ich einen Fehler in Caddy, dass die Directive Reserve Proxy nicht richtig ist. Das stimmt, weil das Ganze heißt Reverse Proxy. Ich stoppe nochmal den Container
Und ich starte den Container. Und ich gucke mir nochmal den Log an. Diesmal scheint alles okay zu sein. Das heißt, im Idealfall müsste ich jetzt diese Domain besuchen können. Und ich sehe, willkommen bei Image. Ich erstelle ein Administratorkonto. So, jetzt kann ich mich anmelden und ich sehe hier an dieser Stelle, dass ich die Meldung bekomme, dass eine neue Version von Image verfügbar ist. Wie bereits gesagt, okay, ich bestätige das jetzt. Hier steht jetzt ja willkommen. Ich kann mir jetzt auswählen bei Image, ob ich ein dunkles oder ein helles Theme haben möchte. Ich wähle mal das helle aus. Kann hier Privatsphäre-Einstellungen vornehmen, eine Speichervorlage anwenden. Das kann ich aber auch später in den Einstellungen auch nochmal ändern. Die Sache ist, dass ich mit einer Speichervorlage meine Bilder nach einem bestimmten Schema in meinen Upload-Ordner abspeichern kann. Das Problem ist, dass das wohl zu Stabilitätsproblemen führt. Deshalb schalte ich die jetzt an dieser Stelle nicht an, sondern ich drücke jetzt hier Fertig. Und das war's schon. Ich habe jetzt Image installiert und es läuft auf meinem Server. Ich sehe hier, ich habe 6,9 GB von 74,8 schon genutzt, ohne dass ich Bilder drin habe. Jetzt kann ich mir hier angucken, hier gibt es einmal die Kontoeinstellung und die Administrationsverwaltung. Ich gehe jetzt einmal in die Administrationsverwaltung und hier an dieser Stelle kann ich weitere Nutzer erstellen. Das ist ganz praktisch, wenn man das Ganze mit anderen Leuten zusammen nutzen möchte. Man kann hier auch den Leuten, die man hinzufügt, ein Kontingent zuweisen, so dass sie zum Beispiel nur 5 GB an Bildern hier speichern können. Ich sehe hier die Aufgaben, die gerade ausgeführt werden. Momentan passiert hier gar nichts. Und die Einstellungen, hier kann ich meine Authentifizierungseinstellungen ändern. Ich kann hier einstellen, wann eine Datensicherung erstellt wird. Und zwar habe ich in meinem Data-Ordner habe ich den Ordner Backups und hier in diesem Backups-Ordner wird eine Sicherung der Datenbank abgelegt. Hier ist standardmäßig täglich nachts um 2 Uhr ausgewählt und ich kann einstellen, wie viele Sicherungen behalten werden. Ich ändere jetzt hier die Zeit. Um 8:56 Uhr jeden Tag soll eine Sicherung erstellt werden. Ich drücke auf Speichern, einfach nur damit ich hier gleich eine Sicherung erhalte. Dann kann ich mir hier die Bildeinstellung angucken, kann hier zum Beispiel auswählen, in welchem Format die Vorschau angezeigt wird, JPEG oder WebP. Ich kann hier auswählen, wie die Miniaturansichten erzeugt werden, ob in WebP oder JPEG und mit welcher Auflösung. Vor allem, wenn ich einen sehr schwachen Server habe, sollte ich das hier anpassen und die Sachen ein bisschen runtersetzen, die Zahlen, damit weniger Prozesse gleichzeitig ausgeführt werden. Ich kann hier Metadateneinstellungen aktivieren, dann werden Gesichter aus EXIF-Daten des Bildes importiert. Ich kann externe Bibliotheken nutzen, also ich kann eine externe Bibliothek festlegen und dann wird täglich um Mitternacht in dieser externen Bibliothek geschaut, gibt es neue Videos und Bilder, die mir dann in Image reingeladen werden. Ich kann hier bei der Protokollierung auswählen, was für eine Stufe ich haben möchte. Hier habe ich meine Einstellungen fürs maschinelle Lernen. Hier die URL ist bei mir image-machine-learning und es entspricht auch diesem Host hier, image-machine-learning. Ich kann hier auswählen, was ich für die intelligente Suche nutzen möchte, was für ein Modell. Ich kann hier eine Duplikaterkennung einstellen, eine Gesichtsidentifikation kann ich hier einstellen. Ich kann hier GPS- und Kartendaten einstellen. Das wollte ich jetzt nicht. Ich kann hier Benachrichtigungen einstellen, das sollte ich tatsächlich machen. Hier kann ich SMTP-Angaben von einer E-Mail eingeben, die ich nutzen kann, damit mein Server in der Lage ist, E-Mails zu versenden. Immer wenn ich ein Bild mit jemandem teile, wird er dann eine E-Mail bekommen.
das ist schon ziemlich sinnvoll. Hier kann ich auch die E-Mail-Vorlagen anpassen. Ich habe hier Servereinstellungen. Hier sollte ich tatsächlich in die Servereinstellung mir meine Domain reinkopieren. Und zwar ohne das hier, sondern hier nur image.pixam.de und das Ganze speichern. So werden die Bilder, die ich freigebe, beziehungsweise die Ordner, haben dann diese URL und nicht irgendwie localhost irgendwas oder beziehungsweise die IP-Adresse des Servers. Hier kann ich nochmal die Speichervorlage aktivieren, wenn ich das möchte. So habe ich die Möglichkeit, dass die Bilder nicht alle einfach in einen Ordner abgelegt werden, sondern dass es dann Jahresordner gibt. Aber ich möchte das nicht aktivieren. Hier kann ich auch das gesamte Theme ändern und an meine Bedürfnisse anpassen. Das heißt also, wenn ich hier habe ich zum Beispiel die Sections mit der ID Sidebar und das heißt, ich kann die jetzt theoretisch mit Sidebar ansprechen und dann irgendwelche CSS-Befehle festlegen dafür. Das heißt, ich kann, keine Ahnung, Background Color festlegen auf Background Color ist dann Aqua. Dann drücke ich auf Speichern. Es hat sich jetzt nichts geändert. Ich lade die Seite nochmal neu. Und jetzt hat es sich geändert. Jetzt habe ich hier meine Seitenleiste in Aqua gefärbt, was irgendwie ziemlich hässlich ist. Das heißt, ich setze es auf Standard zurück, drücke auf Speichern, lade die Seite nochmal neu und es ist wieder normal. Aber theoretisch habe ich hier die Möglichkeit, mir das gesamte Theme an meine Bedürfnisse anzupassen. Also alles, was ich mit CSS machen kann, kann ich hier mit festlegen. Ich habe hier Papierkorb-Einstellungen. Ich habe hier Benutzereinstellungen, bei denen ich das Löschen von Benutzern verzögern kann. Ich kann hier einstellen, ob eine Versionsprüfung vorgenommen werden soll oder nicht. Und dann auch noch Einstellungen für die Videotranskodierung. Ich kann hier externe Bibliotheken festlegen. Dort kann ich festlegen, wo nach Bildern gesucht werden soll. Ich lösche das jetzt wieder. Und ich kann mir hier meine Serverstatistik angucken. Ich habe keine Fotos, keine Videos und keinen Speicherplatz durch die Medien in Image. Was ich auch noch habe, sind meine Kontoeinstellungen. Die hat jeder Benutzer für sich selbst. Hier kann man auswählen, sowas wie, möchte ich eine Theme-Auswahl oder sollte es sich an meinen Computereinstellungen anpassen. Hier kann ich auswählen, was für eine Sprache ich bevorzuge und so weiter. Ich kann mir hier einen API-Schlüssel erstellen, mit dem ich mich dann identifizieren kann über andere Programme, die darauf zugreifen sollen. Und dann kann ich hier auswählen, wie groß die Archivgröße sein soll und so weiter. Also es gibt hier echt viel. Ich kann hier E-Mail-Benachrichtigungen aktivieren. Wenn jemand was in mein Album hinzufügt, kriege ich dann eine E-Mail. Dafür müsste ich aber die E-Mail-Einstellung auch wirklich vornehmen. Ich kann mein Passwort hier ändern. Ich kann Partner-Sharing aktivieren. Das heißt, dass dann 2 Leute auf alle Bilder zusammen zugreifen können. Und ich kann mir hier die Image-Lizenz kaufen, falls ich das möchte und das Projekt unterstützen möchte. Es bietet jetzt keine zusätzlichen Features an, aber wenn man Image wirklich viel benutzen sollte, finde ich, dass man auch $25 an die Entwickler quasi spenden könnte. So, jetzt, bevor ich hier weitermache, ich ändere jetzt hier an dieser Stelle die Version 1.2.5.2 zu 1.2.5.3 und auch hier. Jetzt speichere ich das Ganze. Jetzt gebe ich hier ein Image Docker Compose Pull. Jetzt werden die neuen Images runtergeladen. Ich sehe jetzt im Übrigen hier, unter Backups wurde meine Datenbank gebackupt. Hier habe ich eine gezippte SQL-Datenbank auf meinem Server abgelegt. Und die Images sind heruntergeladen. Jetzt stoppe ich die Container
Und jetzt starte ich alle Container wieder. Und jetzt lade ich hier diese Seite nochmal neu. Und es passiert nichts. Es kann aber auch ein bisschen dauern, bis die Seite wieder da ist. Jetzt steht hier, ich sei der erste Benutzer, was mich wundert. Warum bin ich der erste Benutzer? Jetzt gucke ich nochmal hier unter den Servereinstellungen, ja auch meine externe Domain ist weg. Und das heißt, meine Einstellungen werden nicht gespeichert. Jetzt gucke ich hier nochmal ein Image, ich gucke mir nochmal die Logs an. Ne, das waren die falschen Logs. Ich sehe nichts mehr. Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass irgendwas an meiner Datenbank nicht stimmt. Ja, ich habe mich schon gewundert, warum das alles geklappt hat. Also das war dumm. Ich stoppe nochmal die Container. Jetzt hier, es heißt nicht PostgreSQL, sondern PostgreSQL. Jetzt speichere ich das Ganze und jetzt kann ich nochmal die Container starten. Und deshalb konnte ich auch die Postgres-Version ändern, ohne dass es zu irgendwelchen Fehlern kam. Ich starte jetzt nochmal den Container. Jetzt wird wieder mein Administratorkonto gelöscht sein. Jetzt erstelle ich wieder ein Admin-Konto. Drücke auf Speichern. Es war vielleicht ganz wichtig, das Ganze auch nochmal neu zu laden. Solltet ihr vielleicht auch mal, um zu gucken, ob eure Daten dann auch noch wirklich da sind oder nicht. Wenn ich jetzt den Container stoppe, also jetzt kann ich die Seite nicht mehr erreichen. Und wenn ich jetzt den Container wieder starte, dann sollte hoffentlich mein Benutzer immer noch vorhanden sein. So, jetzt bin ich sogar wieder mit meinem Benutzer angemeldet. Das heißt, jetzt wird meine Datenbank tatsächlich auch gespeichert. Ich sehe hier, mein Speicherplatzbedarf ist hochgegangen. Das liegt aber auch daran, dass wenn ich sudo docker image ls eingebe, sehe ich alle meine Images. Zum Beispiel sind hier 2 Datenbank-Images gesichert, obwohl ich die überhaupt nicht benötige. Was ich dann machen kann, ist über sudo docker image prune die Images zu entfernen, die nicht genutzt werden. Das hat nicht funktioniert. Ich füge hier noch ein Flag A hinzu und ich sage, alle Images sollen gelöscht werden, die momentan nicht in Benutzung sind. Jetzt drücke ich Ja. Jetzt steht hier, es wurden ein paar Images gelöscht. Ich hatte hier 8,7 GB verbraucht. Jetzt lade ich die Seite neu und habe nur noch 6,4 GB verbraucht. Es empfiehlt sich ab und zu, ein paar heruntergeladene Images auch wieder zu entfernen. So, jetzt an dieser Stelle möchte ich ein paar Bilder hier reinladen. Dazu kann man entweder hier auf das Plus drücken und dann einen Ordner hinzufügen, oder man kann auch Bilder über Drag and Drop einfach reinziehen. Ich habe hier einen Ordner mit Bildern. Ich nehme die jetzt alle und ziehe alle hier rein. Ich habe hier 90 Dateien, die werden alle jetzt erstmal hochgeladen und mir wird auch gleich angezeigt, ob ich da Duplikate dabei habe. Das heißt, es macht auch nichts, wenn ich Bilder doppelt da reinziehe. Ich kann die auch später über Hilfsmittel, Duplikate überprüfen, kann ich schauen, ob ich Duplikate habe und die dann gegebenenfalls entfernen. Aber bisher wurden keine Duplikate gefunden. Was ich auch machen kann und machen sollte, wenn ich Image wirklich nutzen möchte, ist die Image-App herunterzuladen. Und zwar gibt es einmal im App Store die Image-App und das gleiche gibt es auch für Android-Handys. Hier gibt es die Image-App. Mit der kann man dafür sorgen, dass alle Bilder, die man mit seinem Handy macht, automatisch zu Image hochgeladen werden. Und es ist einfach praktisch, um seine Bilder zu sichern. Ich kann jetzt, glaube ich, auch in der Verwaltung unter den Aufgaben, hier kann ich jetzt sehen, es werden Miniaturansichten generiert, es wird Gesichtsidentifizierung durchgeführt, Videos werden transkodiert. Das Ganze ist auch recht speicherintensiv. Wenn ich hier HTOP angebe,
sehe ich, mein Server ist mit 100% ausgelastet. Also im Prinzip sorgt gerade Image dafür, dass mein Server auf andere Anfragen gar nicht mehr reagieren würde. Deshalb würde es sich hier empfehlen, in Image, wenn man das mit anderen Diensten zusammen nutzt, vielleicht auch noch einen Deploy-Block anzulegen, wo man harte Limits setzt. Mit Deploy kann man dann festlegen, dass nur 3 CPU-Kerne benutzt werden dürfen, so dass immer noch ein bisschen Leistung für andere Dienste übrig bleibt. Oder dass auch nur eine bestimmte Anzahl an Arbeitsspeicher benutzt werden darf. So, das scheint jetzt hier fertig zu sein. Deshalb gehe ich hier wieder auf die Hauptansicht und sehe meine Fotos. Was ich auch machen kann, ist mir Fotos auf einer Karte angucken. Wenn ich das nicht deaktiviert habe, dann sehe ich habe Bilder aus der Ukraine, in Deutschland und auch in Amerika. Ich kann dann hier ranzoomen und sehe hier an dieser Stelle in Monterey existieren 3 Bilder. Hier ist einmal ein Panoramabild, noch ein Bild, noch ein Bild und ich kann jetzt hier auch auf Informationen gehen und sehe dann, wann das Bild gemacht wurde, wie das Bild heißt, mit welcher Kamera es aufgenommen wurde und wo sich das Ganze befindet. Bei der Karte ist es so, es ist jetzt nicht 100%ig genau. Ich bin mir nämlich relativ sicher, dass diese Straße sich an dieser Stelle befindet und nicht hier ist. Man kann diese Daten aber auch ändern und auch eine Beschreibung hinzufügen, wenn man möchte. Ich drücke jetzt hier nochmal auf Informationen, gehe zurück. Über Erkunden sieht man die Personen, die in meinen Bildern erkannt wurden und auch die Orte, wo sich mehrere Bilder befinden. Also ich kann zum Beispiel auf den Ort Berlin gehen und sehe hier, dass eine Katze einen Kommentar zu 56F StGB liest. Was auch gut gemacht ist, ich kann hier in der Suche nach meinen Fotos suchen und kann sehr detailliert suchen. Also ich kann zum Beispiel mir angucken, welche Bilder wurden mit einem Pixel 8 Pro gemacht. Und wenn ich dann auf Suche gehe, sehe ich, dass die Katzenbilder damit gemacht wurden. Genauso kann ich hier auch suchen nach Katze und sehe dann Bilder, die mit einer Katze zu tun haben und dann andere Bilder, die nichts mehr mit einer Katze zu tun haben. Also wenn ich hier zum Beispiel Basketball eingebe, dann kommen zuerst einmal die Bilder, die am ehesten was mit Basketball zu tun haben. Hier hat er falsch rum gewertet, weil dieses Bild hat gar nichts mit Basketball zu tun. Und hier sehen wir einen Basketballplatz. Hier sieht man ganz klar einen Basketball und hier auch. Das funktioniert relativ gut. Ich kann hier auch Kaffee eingeben und sehe dann 2 Bilder, wo ein Kaffee drauf ist. Dann eine wichtige Funktion ist natürlich auch, dass ich Personen erkennen kann. Also ich sehe hier, dass eine Person erkannt wurde und diese Person befindet sich auf mehreren Bildern. Ich kann der Person auch einen Namen geben. Ich sage, die Person heißt Anna. Und ich kann auch noch ein Geburtsdatum für die Person festlegen. Okay. Wenn ich jetzt auf dieses Bild hier gehe und mir die Informationen angucke, dann sehe ich, dass Anna in diesem Bild 32 Jahre alt ist. Und diese Person habe ich noch nicht identifiziert. Ich kann auch genauso sagen, dass ich diese Person verbergen möchte oder ein Anzeigebild für diese Person auswählen. Hier finde, dieses Bild ist irgendwie unscharf, dann könnte ich hier ein Anzeigebild auswählen und sagen, dieses Bild soll dafür benutzt werden und schon habe ich ein neues Bild für diese Person. Ich kann auch Personen zusammenführen, wenn das Programm fälschlicherweise nicht erkannt hat, dass 2 Personen genau die gleiche Person sind. Eigentlich hätte ich auch erwartet, dass ich noch mehr
Leute hier habe, aber anscheinend war es das. So, jetzt auf dem Server werden im Ordner Image, im Ordner Data, im Ordner Backups ist jetzt meine Backup-Datei von der Datenbank und in meinem Upload-Ordner sind alle Bilder klar gespeichert. Also ich kann jetzt hier hingehen und sehe, das Bild ist hier auf meinem Server. Also das sollte man auch den Leuten sagen, die diesen Server benutzen, um ihre Bilder hochzuladen, weil der Administrator des Servers kann alle Bilder in klarer Form sehen. Das hat den Nachteil, dass die einzelnen Bilder nicht sonderlich geschützt sind. Auf der anderen Seite erlaubt es einem, falls irgendwas mit dem Server passiert, also mit dem Image-Server passiert und Image irgendwie nicht mehr funktionieren möchte, aus welchen Gründen auch immer, hat man immer noch alle Bilder, die man hier hochgeladen hat, immer noch alle irgendwie gesichert. Man hat seine Bilder in diesem Fall noch nicht verloren. Das ist ein großer Vorteil. Was ihr machen könnt, ist in der Serververwaltung könnt ihr die Aufgaben auch nochmal alle anstoßen. Falls irgendwas nicht richtig funktioniert hat, könnt ihr hier sagen, okay, die fehlenden sollen doch bitte aktualisiert werden. Das hat jetzt in meinem Fall nichts geändert. Aber was auch noch wichtig ist, hier habe ich ein Video. In diesem Video sind keine Personen automatisch getaggt worden, sondern ich kann jetzt hier auswählen, ja, diese Person existiert tatsächlich und ich kann dann eine neue Person hinzufügen. Genauso hier kann ich eine neue Person hinzufügen. Und dann habe ich 2 neue Personen und weiß, dass sie sich in diesem Video befinden. Wo sind die denn jetzt? Aber wenn ich hier zu dieser Person gehe, dann sehe ich neue Person anlegen. Okay. Und habe dann eine neue Person und kann dieser Person jetzt auch einen Namen hinzufügen. Und hier habe ich auch eine Person, die kann ich hinzufügen. Und kann der Person einen Namen geben. Das ist halt die gleiche Person. Normalerweise müssten die hier auch angezeigt werden. Werden die aber, glaube ich, nicht, weil ich der keinen Namen gegeben habe. So, diese Person nenne ich jetzt mal Linda. Okay. Jetzt taucht sie hier unter diesen Personen auf. Das heißt, ich kann jetzt auch hier hingehen und sie Linda zuordnen. Und jetzt habe ich hier auch Videos mit einer getaggten Person. Das muss ich aber manuell ausführen. Es wird nicht in jedem Foto die Person zugeordnet. Ich glaube, das passiert erst, wenn diese Person häufiger vorkommt. Ich weiß jetzt nicht, warum hier das noch nicht getaggt wurde. Könnte aber auch sein, dass nach einiger Zeit nochmal geguckt wird, was für Personen, also sobald ich neue Bilder hochlade, was für Personen habe ich und die dann neu bewertet werden, ob sie hier erscheinen sollen oder nicht. Ich habe jetzt hier meine Bilder, aber ich möchte auch meine Bilder und meine Datenbank sichern. Was ich dafür mache, ist, ich erstelle mir einen neuen Ordner und zwar in Image erstelle ich mir den Unterordner Duplicati mit den Unterordnern Backup und Config. Ich gebe hier ID ein und sehe, Deployen hat die Benutzer-ID 1000 und die Gruppen-ID 1000. Die brauche ich gleich, weil ich möchte Duplicati benutzen. Und zwar Duplicati mit dem Image von Linux Server. Hier ist eine Docker Compose YAML,
die ich benutzen könnte. Ich möchte hier an dieser Stelle meine Docker Compose YAML erweitern. Das heißt, was ich mache ist, ich stoppe einmal meine Container und jetzt füge ich hier noch darunter hinzu Duplicati, also diese ganzen Einstellungen. Hier lasse ich an dieser Stelle jetzt mal Latest da. Meine Nutzer-ID ist 1000, Gruppen-ID ist 1000. Hier brauche ich Europe Berlin. Hier brauche ich ein Encryption Key. Da kann ich irgendwelche Buchstaben und Zahlen eingeben. Die beiden Einstellungen brauche ich nicht. Und jetzt muss ich hier noch die Volumes festlegen. Das heißt, mein Config befindet sich im Duplicati Config Ordner. Also ich muss das Ganze immer aus Sicht der Docker Compose YAML sehen. Die Docker Compose YAML muss erst in den Ordner Duplicati rein und dann in Config. Genau das gleiche ist hier, auch hier Duplicati Backups, beziehungsweise ich habe das jetzt hier Backup genannt. Ach, ich nenne das jetzt mal Backups und benenne den Ordner um in Backups. Und die Source, die ich habe, die lege ich anders fest. Und zwar brauche ich Data Upload und das, was hier, also diesen Ordner, der sich hier bei Data und Upload befindet, den möchte ich in den Container binden von Duplicati, in dem Pfad Image und dann Upload, Data und dann Backups, also hier definitiv mit einem S. Der soll gebunden werden an Image und DB. So diesen Port hier, den brauche ich nicht, aber ich merke mir, dass der Port 8200 benutzt wird und ich möchte, dass der Container immer wieder startet, bis ich ihn stoppe. Das ist schon eingestellt. Was ich jetzt noch brauche, sind die Netzwerke. Und zwar brauche ich hier an dieser Stelle wieder beide, weil ich möchte auf Duplicati zugreifen können. Ich speichere das hier an dieser Stelle und führe die Container wieder aus. Jetzt wird das Duplicati-Image heruntergeladen, bevor die ganzen Container starten können. Und was ich schon mal in der Zwischenzeit machen kann, ist, ich gehe in meine Caddy-File und gebe eine zweite Subdomain ein. Das nenne ich jetzt backups.pixam.de und das Ganze soll Reverse, diesmal gebe ich das richtig ein Reverse Proxy zu Duplicati mit dem Port 8200 sein. Ich gucke mal, ob ich das auch wirklich Duplicati genannt habe. Ja, hier steht als Containername Duplicati. Ich kann ihn auch nochmal drüber kopieren zur Sicherheit. So, diese Einstellung speichere ich. Die Sache ist, jetzt kann ich backups.pixam.de besuchen und ich werde hier keine Verbindung zu irgendwas herstellen können. Was ich machen muss, ist Caddy nochmal neu starten. Dazu gebe ich ein sudo docker compose -f Caddy docker compose YAML und dann möchte ich etwas ausführen, und zwar möchte ich im Container Caddy und dann Reload ausführen. Ich habe die Config-File nicht spezifiziert, das heißt, das muss ich auch noch machen über --config und dann dem Pfad zur Config-Datei, die befindet sich im Container hier. Das hat geklappt, die Warnung interessiert mich nicht. Ich lade die Seite neu und ich kann mich hier einloggen. Ich glaube, das Standardpasswort ist ChangeMe. Ja, das war richtig. Das steht auch in der Dokumentation bei Linux Server. Was ich definitiv machen sollte, ist dieses Passwort zu ändern. Es hat mich jetzt auch gewundert, dass da keine Frage kam, ob ich nicht mein Passwort ändern möchte. Weil momentan könnte sich jeder hier drauf anmelden, ohne größere Probleme. So, hier kann ich ein neues Passwort festlegen. Ich lege ein neues Passwort fest und drücke auf OK. Dann
kann ich mich jetzt mit meinem eigenen Passwort anmelden. Ja, ihr solltet definitiv das Passwort ändern oder gegebenenfalls in der Caddy-File könnt ihr auch noch spezifizieren, dass ihr erstmal ein Passwort braucht, um überhaupt zu den Anmeldedaten zu kommen. Oder ihr könnt sowas wie Authelia davor schalten. So, hier in Duplicati kann ich jetzt eine Sicherung hinzufügen. Ich drücke neue Sicherung konfigurieren, okay. Und kann sagen Image und wähle hier aus, möchte ich, dass mein Backup verschlüsselt wird oder möchte ich keine Verschlüsselung benutzen. Eine Verschlüsselung ist dann sinnvoll, wenn ich das nicht auf meinem eigenen Server speichere, sondern das irgendwie auf einen Cloud-Speicher von einem Fremdanbieter geht. Wenn ich jetzt aber Image auf meinem Home-Server installiert habe und ein Server auf einen anderen Server das Ganze backuppen soll, finde ich, dass man auch keine Verschlüsselung einstellen kann. Hier kann ich auswählen, wo meine Sicherung hingespeichert werden soll. Ich kann hier einen lokalen Ordner auswählen. Das bringt meiner Meinung nach nicht so viel. Ich kann aber auch über SFTP oder WebDAV das auf einen meiner anderen Server rüberschieben, solange er das unterstützt. Ich kann auch, wenn mir das lieber ist, das Ganze in einem anderen Datendienst speichern, wie zum Beispiel bei Google Drive oder bei Microsoft OneDrive. Wenn ich das hier auswähle, dann muss ich mich hier authentifizieren mit meinem Google-Account und kann dann hier eingeben, wo in meinem Google Drive-Ordner das Ganze gesichert werden soll. Aber also ich habe jetzt gerade keinen zweiten Server zur Verfügung, den ich einrichten möchte. Deshalb möchte ich, dass es lokal gespeichert wird. Und zwar soll es lokal gespeichert werden. Ich habe jetzt hier festgelegt im Ordner Backups, damit wir sehen können, was da drin wirklich gespeichert wird. Also was auch immer hier drin gespeichert wird, ist das gleiche wie das, was sich in diesem Ordner hier lokal befindet. Ich brauche keinen Benutzernamen und kein Passwort. Ich kann die Verbindung prüfen. Die Verbindung ist erfolgreich zu diesem Ordner und ich drücke auf Weiter. Und hier kann ich auswählen, was für Ordner gespeichert werden sollen. Oder ich suche im Computer. Ich habe ja hier unter Image Upload die Daten aus Data Upload gesichert. Das heißt also, ich wähle hier Image, die Ordner aus. Hier habe ich meine Datenbank und meinen Upload-Ordner mit all meinen Bildern, die sich da drin befinden. So, jetzt wähle ich die beiden aus, drücke auf Weiter. Jetzt kann ich hier einstellen, wann das Ganze gesichert werden soll und wie oft. Also ob ich jetzt jeden Tag sichern möchte oder einmal in der Woche oder was auch immer ich hier einstellen möchte. Ich kann hier auswählen, in was für große Stücken mein Backup gesichert werden soll. Also ich kann hier auswählen, 100 Megabyte sollen die Split-Dateien haben. Und bei der Sicherungsaufbewahrung kann ich auswählen, ob alle Sicherungen behalten werden sollen oder bestimmte Sicherungen wieder gelöscht werden. Oder ich stelle ganz gerne die intelligente Sicherungsaufbewahrung ein. Dann habe ich die letzten 7 Tage, dann habe ich die von 4 Wochen, jeweils nur eine und auch von den letzten 12 Monaten eine pro Monat. Ich drücke hier auf Speichern und sehe hier, okay, heute um 13 Uhr wird die Sicherung ausgeführt. Ich kann aber auch drücken, jetzt sichern, was ich jetzt mal mache, um zu testen, ob das wirklich funktioniert. Und ich sehe, irgendwas passiert gerade. In meinem Backup-Ordner sehe ich jetzt, hier werden Dateien erzeugt von Duplicati. Ich habe eine Sicherung erstellt und die nächste ist dann geplant um 13 Uhr. Wenn ich jetzt nochmal auf Jetzt sichern drücke, schaut er nach und sieht, es hat sich nichts geändert. Das heißt auch, es wird jetzt keine neue Version erstellt. Wenn ich stattdessen aber irgendein Bild nehme und das Bild lösche, also den Papierkorb auch leere, so jetzt ist das Bild weg, jetzt kann ich nochmal sichern und jetzt habe ich 2 Versionen. Wenn ich eine Sicherung wiederherstelle, dann kann ich hier auswählen, von welchem Zeitpunkt möchte ich das Ganze wiederherstellen. Das heißt aber nicht, dass jede Datei zweimal gespeichert wird, sondern es werden nur die Änderungen gespeichert. Das heißt, man müllt nicht seinen Speicherplatz mit sinnlosen Sicherungen voll. Damit haben wir jetzt auch eine Backup-Möglichkeit erstellt und
haben jetzt unseren eigenen Video- und Fotospeicher. Also in diesem Video verzichte ich auf Tailscale oder ähnliche Programme. Wenn ihr dennoch einen VPN-Zugriff wünscht, um Image nur privat zugänglich zu machen, empfehle ich mein anderes Video zur Einrichtung von WireGuard mit Hilfe von WGEasy. Das ist ebenfalls recht komfortabel und erhöht die Sicherheit. Das heißt, ihr müsstet dann hier bei Caddy einstellen, dass nur noch lokale IP-Adressen zugelassen werden und ihr müsstet euch mit eurem VPN verbinden, um auf Duplicati und oder auf Image zuzugreifen. Also die Aktualisierung von Image habe ich schon gezeigt. Was wir auch immer wieder mal machen sollten, ist über sudo apt update die Pakete zu aktualisieren und sie dann mit Upgrade auch wirklich zu installieren. Das hat jetzt bei mir nichts bewirkt, weil ich habe das ja erst vor einer Stunde oder so schon ausgeführt. Aber man sollte regelmäßig seinen Server updaten. Eure Image-Installation sollte jetzt auf eurem VPS oder einem anderen Server laufen. Wir haben gelernt, wie man Docker und Docker Compose installiert, einen Reverse Proxy mit Caddy konfiguriert, Image startet und Backups einrichtet. Wenn euch das Video geholfen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Habt ihr Fragen oder Anregungen, schreibt sie gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.